Heute machen wir einen richtig zarten Erdbeer-Cheesecake, ganz ohne Backen. Für den Boden brauchen wir zuerst etwa 400 Gramm ganz normales Kekse. Die zerbröseln wir ziemlich fein. Zu den Bröseln geben wir 50 Gramm Puderzucker und 250 Gramm bereits geschmolzene Butter. Alles gut vermischen. Die Konsistenz sollte am Ende wie feuchter Sand sein. Die Masse geben wir in die Form, aber nicht alles. Ein kleiner Teil bleibt übrig, damit wir später den Rand formen können. Den Boden glatt streichen und gut andrücken. Das geht am besten mit einem Glas mit flachem Boden. Jetzt formen wir den Rand, zum Beispiel mit einem Spatel oder ebenfalls mit dem Glas. Danach kommt die Form für etwa 2 Stunden in den Gefrierschrank. In der Zeit kümmern wir uns um die Creme. Für die Creme brauchen wir 350 bis 400 Gramm Sahne mit ca. 30% Fett. Die Sahne steif schlagen. Dann 50 Gramm Puderzucker dazugeben und kurz weiterschlagen. In einer separaten Schüssel bereiten wir den zweiten Teil der Creme vor. Dafür nehmen wir 650 bis 700 Gramm Frischkäse, zum Beispiel Philadelphia oder etwas Ähnliches. Dazu 80 Gramm Puderzucker und 60 Gramm saure Sahne oder griechischen Joghurt mit hohem Fettanteil. Alles gut vermischen. Danach geben wir etwa 5 Gramm Vanilleextrakt und ca. 10 Gramm Zitronensaft dazu. Alles gut verrühren und anschließend vorsichtig die geschlagene Sahne unterheben. Die fertige Creme in die Form geben. Achtet darauf, alles gut zu verdichten, damit keine Luftlöcher entstehen. Danach kommt der Cheesecake für etwa 4 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt geht's ans Dekorieren. Dieser Cheesecake ist perfekt für jeden festlichen Tisch. Leicht, cremig und einfach richtig lecker.